Hi, ich bin Sven und ich habe den ersten Monat meiner Chemotherapie überstanden. Nachdem die erste Woche von relativ vielen Nebenwirkungen geprägt war und im letzten Video habe ich ja insbesondere den Hautausschlag, den Brechreiz und ganz viele andere Nebenwirkungen euch mitgeteilt, sind jetzt die letzten 3 Wochen relativ gut gewesen. Nachdem die erste Woche so hart gestartet hat, war die zweite Woche dann schon direkt deutlich, deutlich angenehmer. Der Schlafmangel hat sich dann eigentlich weiter durchgezogen. Also gerade die ersten 14 Tage durch die Einnahme des Medikaments Dexamethason waren schon sehr schwierig. Also in der Regel bin ich nachts immer gegen um 3 wach geworden, durfte dann 1, 2 Stunden andere Sachen machen und habe mich dann wieder ins Bett gelegt und ein bisschen leichten Schlaf nachgeholt. Das Ganze, hat schon für so eine gewisse Grundmüdigkeit gesorgt. Die ersten 2 Wochen waren noch sehr dominant von Appetit. Ich habe recht viel gegessen und hatte auch recht viel Lust auf Essen. Zugenommen habe ich in der Zeit wiederum gar nichts. Wahrscheinlich steht das im direkten Zusammenhang damit, dass der Puls dauerhaft recht weit oben ist. Ich habe in der Zwischenzeit immer mal ein bisschen Sport gemacht, ein bisschen Herzkreislauf, ein bisschen was für die Muskeln. Und ja, es hat jetzt für mich, was den Puls angeht, wenig Unterschied gemacht, ob ich zu Hause auf der Couch saß oder beim Sport war. Letztlich lag der Puls im Schnitt zwischen 90 und 130, schwankend, egal bei welcher Tätigkeit. Und beim Treppensteigen, da waren dann auch schon durchaus mal 180, 190er Puls drin. Ja, das Ganze ist schon, also man merkt, dass die Medikamente ihre Wirkung zeigen. Ansonsten war die zweite Woche tatsächlich relativ gut. In der dritten Woche war das dann noch besser. Also dadurch, dass dann in der dritten und vierten Woche nur jeweils am Montag eine Spritze folgt, also eine Dosis der Chemotherapie, und nur an diesen Tagen das Dexamethason genommen werden muss, hat sich der Schlaf dann tatsächlich auch im Verlauf der jeweiligen Woche verbessert. Das, was als Nebenwirkung dann allerdings immer ein bisschen random bei rumkommt, sind dann in der dritten Woche spontan. Abends hat es dann am Freitag Hautausschlag angesetzt. Der hat sich dann über den gesamten Oberkörper verbreitet. Das sah ungefähr so aus wie eine allergische Reaktion. Da war dann die Annahme, okay, das liegt entweder am Antibiotika oder am Lenalidomid. Das ist ein spezielles Medikament für das Multiple Myelom und Bestandteil der Chemotherapie. Nun hat sich das Ganze dann über das Wochenende so durchgezogen mit dem Ausschlag. Das war großflächig am Oberkörper und hat auch sehr gejuckt. Am Montag nach dem Wochenende wurde das Ganze dann ärztlich begutachtet und eine Cortisonsalbe verschrieben, die das Ganze dann auch ganz gut im Griff gebracht hat. Gleichzeitig endete mit der dritten Woche auch die Einnahme der Chemotabletten Lenalidomid. Dadurch, dass sie nur 21 Tage im jeweiligen Zyklus eingenommen werden und dann 7 Tage nicht, ist der Ausschlag jetzt auch wieder ja, weg. Genau. Ja, und jetzt, heute ist Sonntag, der letzte Tag des ersten Zyklus, und morgen geht es dann auch direkt in die nächste Runde. Der zweite Zyklus startet mit 2 Spritzen und ich bin dann gespannt, wie der Körper dann wieder auf die Kombination aus den beiden Chemo-Medikamenten oder Spritzen, die gleichzeitig gegeben werden, anschlägt. Ich hoffe, dass sich das jetzt im zweiten Zyklus, in der ersten Woche nicht so verhält wie in der ersten Woche des ersten Zyklus. Ansonsten, was hat sich jetzt im ersten Monat an Nebenwirkungen so ergeben? Die Haut hat sich grundsätzlich auch vom Gesamtbild etwas verschlechtert. Das merkt man. Die Müdigkeit war grundsätzlich sehr dominant. Appetit ist gut vorhanden und man sollte meiner Meinung nach dann auch essen. Ich habe kein einziges Kilo zugenommen, wahrscheinlich wirklich wegen dem Puls. Und ansonsten, ja, mit der Müdigkeit kommt manchmal eine gewisse Gereiztheit und eine gewisse Unaufmerksamkeit einher. Damit muss man umgehen können und wissen, okay, das liegt jetzt auch mit an den Medikamenten. Das sind jetzt nicht die äußeren Einflüsse,
Entsprechend muss man sich dann auch in Situationen, die einen sehr schnell annerven, auch unter Kontrolle haben und ja, immer ein bisschen ruhig bleiben. Ansonsten zweimal hatte ich jetzt innerhalb des ersten Monats schon massiven Durchfall. Jeweils einen Abend nach der Einnahme der Chemospritze, also jeweils Montag. Das hat sich auf den Körper schon sehr stark ausgewirkt, offensichtlich. Und ja, da sollte man dann natürlich dann mit Elotrans oder anderen Lebensmitteln dem Ganzen auch den Körper unterstützen oder dem Ganzen irgendwie entgegenwirken. Und ja, insgesamt mein Fazit für den ersten Monat Chemotherapie ist jetzt besser. Nach der ersten Woche hatte ich etwas Sorge, dass das Ganze so schrecklich bleibt. Und ja, ich bin positiv überrascht, möchte ich sagen, dass die letzten 3 Wochen dann doch besser liefen, als ich anfangs vermutet hatte. Genau, das war mehr oder weniger der erste Monat Chemotherapie. Jetzt folgen noch weitere 3 Zyklen, dann die Stammzellentnahme und dann werde ich mich von meinem wundervollen Haar verabschieden. Das wird dann zum Ende des 4. Zyklus passieren. Bis dahin, denke ich, wird mit der ein oder anderen Nebenwirkung zu rechnen sein, aber insgesamt denke ich, dass die Chemotherapie, zumindest die erste Phase, ganz gut verträglich sein wird. Genau. Gleichzeitig möchte ich in diesem Video über die Fertilitätsmaßnahmen, insbesondere für den Mann, sprechen. Dadurch, dass bei mir am 20. Januar die Chemotherapie gestartet hat und ich jetzt noch keine Kinder habe, aber gerne Kinder haben möchte und das jetzt etwas den Lebensplan natürlich über den Haufen geworfen hat mit dieser Chemotherapie, stand für mich im Raum, okay, welche Möglichkeiten gibt es, weiterhin das Potenzial zu haben, ein Kind später haben zu können. Und die Chemotherapie hat leider die Möglichkeit auf Dauer zu verhindern, dass die Fähigkeit zum Kinderzeugen gegeben ist. Gleichzeitig während der Chemotherapie sind natürlich Maßnahmen zu treffen, dass eine Schwangerschaft gar nicht erst eintreten kann. Sollte das nicht eingehalten werden, kann man davon ausgehen, dass das Kind durch diese gesamten Medikamente, die jetzt im Körper rumschwirren, stärkere Schäden erleidet und deswegen Verhütungsmaßnahmen plus Fertilitätserhalt, um dann später ein Kind zeugen zu können. Bei dem Mann relativ einfach in der Umsetzung, denn seit knapp 2021 oder 2022 werden die Kosten von der privaten und von der gesetzlichen Krankenkasse im Rahmen einer Behandlungsmaßnahme, die Strahlen- oder Chemotherapie umfasst, vollständig übernommen. Die Kosten liegen ca. bei 400 Euro. Das Ganze muss beantragt werden, aber über die Krankenkassen alles gar kein Problem. Und aus eigener Erfahrung über die Heilfürsorge, also für Polizisten oder aber auch für Bundeswehrsoldaten, werden die Kosten ebenfalls übernommen. Dazu entweder das Antragsverfahren oder einfach eine Überweisung zum Urologen und dann geht das seinen Weg. Also die Möglichkeiten sind vorhanden und dafür zahlt man erstmal nichts. Für die Einlagerung nach der Entnahme schaut das Ganze etwas anders aus. Dadurch, dass hier meist private Träger dafür einspringen, in meinem Fall ist es die Firma Air Liquid, müssen die Kosten zumindest zum Teil durch den Patienten selbst getragen werden. Auch hier kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, liegen die Kosten bei roundabout 390 Euro pro Jahr. Das Ganze davon abhängig, wie viel Material eingelagert wird. Also die Kosten können sich noch etwas nach unten oder weiter nach oben orientieren. Das ist ganz von der Einlagerungsmenge abhängig. Aber als Schnitt ist das, denke ich, ein ganz guter Wert, den man für sich im Kopf behalten kann. Die Umsetzung läuft relativ unkompliziert tatsächlich ab, zumindest hier am Uniklinikum in Dresden. Man macht sich einen Termin in der Urologie. Das passiert im Rahmen einer Chemotherapie relativ unkompliziert und relativ einfach und schnell. Wenn das mitgeteilt wird, dann arbeiten die Ärzte oder zumindest die gesamte Abteilung etwas anders, als wenn es jetzt halt einfach eine Kontrolluntersuchung wäre, wo jetzt kein Zeitdruck dahinter ist. In meinem Falle war ich Anfang Januar in der Urologie. Das Ganze lief dann ziemlich schnell ab. Also wird Blut abgenommen. Das Blut wird auf
Erreger und Krankheiten überprüft. Nachdem das Blut überprüft wurde, hat man schon den ersten Schritt getan. Danach folgt ein Aufklärungsgespräch und eine Kontrolluntersuchung des Urologen. Dabei werden die Geschlechtsteile untersucht und auch ein Aufklärungsgespräch zu vorhandenen Infektionen in der Vergangenheit und Ähnliches wird durchgeführt. Das Ganze dauert maximal 10 Minuten, also ist auch insgesamt eine ziemlich schnelle Sache. Und danach geht es auch schon weiter. Ja, nachdem das Ganze dann untersucht wurde vom Urologen und auch das Blut etc., geht es zur Anmeldung an das Labor. Die Labore in den jeweiligen Krankenhäusern sind dafür zuständig, ein Spermiogramm durchzuführen. Das bedeutet, die Spermien, die gespendet wurden oder entnommen wurden, werden überprüft, ob da alles in Ordnung ist und ob die Anzahl ausreichend ist, um überhaupt eine Schwangerschaft im späteren Verlauf auslösen zu können. Und meist wird auch im Rahmen des Labors dann die Entnahme durchgeführt. Dazu gibt es in der Regel einen extra Raum, der abschließbar ist. Und jetzt hier in Dresden beispielsweise steht da noch ein alter Röhrenfernseher mit sehr alten DVDs, die man sich zu Gemüte führen kann, wenn man es benötigt. Und ansonsten hat man dort seine Privatsphäre und die Entnahme erfolgt dann per Masturbation und dann in einen Becher und der Becher wird dann im späteren Verlauf überprüft und dann wird das Ganze eingefroren und transportiert. Für die Entnahme entweder selbstständig oder aber tatsächlich mit Partnerin. Die Informationen hatte ich zum Beispiel am Anfang nicht. Hier kann man halt tatsächlich seine Partnerin mitnehmen, wenn man das möchte und genau. Nach der Entnahme geht es dann, wie gesagt, in das Labor und dort wird das Ganze untersucht. Stellt sich dann heraus, dass irgendwelche Probleme vorliegen, also dass die Anzahl nicht ausreichend ist oder eine neue Spende etc. erfolgen müsste. Dann wird einem das direkt mitgeteilt. Also die Wartezeit auch hier ist marginal und eine Spende kann dann innerhalb der nächsten Tage erfolgen. Die einzige wichtige Information zwischen Blutentnahme, Aufklärungsgespräch und Spende dürfen maximal 7 Tage liegen. Das hat einfach rechtliche Gründe. Das sollte man also einplanen und bis zur Spende müsste halt auch das Blut überprüft werden. Also das sind so leichte Restriktionen. Aber ansonsten ist das Ganze eigentlich innerhalb von einer Woche abdeckbar und umsetzbar und recht unkompliziert, in Deutschland zumindest. Genau, und das wäre es eigentlich auch schon tatsächlich zum Fertilitätserhalt. Das Ganze wird dann, wie gesagt, an eine Spermienbank oder eine Einlagerungsbank weitergereicht. Alles unter sicheren Bedingungen und auch nur man selbst als Spender hat die Möglichkeit, dann über die Einlieferungsbelege die Spende später wieder abzurufen und dann direkt an ein Kinderwunschzentrum zu schicken. Und im Rahmen des Kinderwunschzentrums würde dann die künstliche Befruchtung stattfinden. Eine allgemeine Information noch aus der Urologie zur Umsetzung ist, dass knapp 80% der Patienten, die sich damit beschäftigen und die Spermien einlagern, darauf nicht zurückgreifen. Das liegt meist daran, dass entweder eine Schwangerschaft nicht mehr gewünscht ist oder aber, dass es auf natürlichem Wege funktioniert hat. 20% nutzen den Service und sind damit auch recht erfolgreich, wenn man sich Statistiken anschaut. Im Kern sollte eine Chemotherapie anstehen und der Kinderwunsch noch unerfüllt sein oder im späteren Verlauf dann stattfinden wollen, dann sollte man darüber nachdenken. Es sind knapp 400 € im Jahr, die fällig werden, aber man ist dann zumindest auf der sicheren Seite, um später auch noch den Kinderwunsch erfüllen zu können. Würde ich es wieder tun? Ja, selbstverständlich. Der Ablauf ist recht unkompliziert, der Preis ist meiner Meinung nach in Ordnung, zumal wenn man sich die Gesamtkosten von knapp 800 € betrachtet, 50% werden von den Krankenkassen getragen. Das ist in Ordnung und eigentlich sehr erfreulich, weil davor waren die Gesamtkosten immer bei den Patienten aufgehangen. Von daher eine positive Entwicklung in dem Falle. Und das war es auch schon mit dem zweiten Vlog. Diesmal relativ einfach. Diesmal relativ unkompliziert als kurze Zusammenfassung des ersten Monats. Ich hatte jetzt in diesem Monat auch ein bisschen mehr dann noch zu tun, was Organisation und
ja, wissenschaftliche Arbeiten angeht. Entsprechend war jetzt ein bisschen weniger Zeit, um jede Woche ein Video hochzuladen. Das wird jetzt in Zukunft hoffentlich wieder etwas besser, aber ich versuche euch dennoch einen möglichst guten Überblick über die Krankheit und über die Behandlung und die kommenden Wochen und Monate zu geben. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch bei dem nächsten Video wieder zuschaltet, und bis dahin.